Good morning, good morning, good morning. I promise to come back with the golden key. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe versprochen, mit einem goldenen Schlüssel zurückzukommen. Here I am. Und hier bin ich jetzt. Look, Schau. another really wrong attitude for Christians is that they have to endure suffering. Eine weitere, wirklich falsche Einstellung von Christen ist, dass sie Leid erdulden müssen. And there's actually Bible verses that tell us this. Und es gibt tatsächlich Bibelverse, die uns das sagen. In fact, Paul told his son Timothy, endure suffering as a good soldier of Jesus Christ. Sogar Paulus sagte seinem Sohn Timotheus, leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. You know, was that a good advice? War das ein guter Rat? Well, if you take it out of context, it was a bad advice, but it isn't out of context, it's in a context. Naja, wenn du es aus dem Zusammenhang reißt, ist es kein guter Rat, aber es steht ja in einem Kontext. Because many Christians, because of the wrong theology, believe that is the right attitude to suffering, but I do not agree. Viele Christen glauben aufgrund einer falschen Theologie, dass diese Haltung richtig ist, aber dem stimme ich nicht zu. I do not agree that the right attitude to have victory in suffering is to simply endure it. Ich glaube nicht, dass die richtige Einstellung, um im Leid siegreich zu sein, die ist, dass man es einfach erduldet. You know, Muslims do that better than most Christians. Das machen Moslems besser als die meisten Christen. They endure the suffering because one day they will have 70 virgins. Sie erdulden das Leid, weil sie eines Tages 70 Jungfrauen haben werden. Listen, I really love Debbie, but I would not want to have 70. Ich liebe Debbie wirklich, aber ich möchte keine 70 Frauen haben. I don't know, maybe Daniel would, but I would not. Vielleicht hätte Daniel sie gern, aber ich nicht. But you know, it's not the right Christian attitude to simply endure suffering. Für Christen ist die richtige Haltung also nicht, Leid einfach zu erdulden. Victorious living is to use suffering, not simply endure it. Siegreich zu leben bedeutet, Leid zu nutzen und es nicht einfach nur auszuhalten. Do you know, guys, once I understood this, my suffering had made sense. Seit ich das verstanden habe, macht mein Leiden Sinn. Look, if you simply have to endure it, Wenn du es einfach nur erdulden musst, if you are a tough person, a strong-willed character and can handle a lot of pain, wenn du eine willensstarke, feste Persönlichkeit bist, die viel Schmerz und Leid ertragen kann, then you can make it well through your suffering. dann kannst du dein Leid gut überstehen. But what is if you're not that kind of personality? Aber was ist, wenn du nicht so eine Person bist? What is if your childhood has already left you broken? Was ist, wenn deine Kindheit dich bereits kaputt gemacht hat? What if you just happen not to have that strong will that other people have? Was, wenn du einfach nicht so einen starken Willen hast wie andere Menschen? You know, some people endure suffering better than others. Einige Personen erdulden Leid besser als andere. Because some people just have learned to be strong in their heart. Denn einige haben einfach gelernt, in ihrem Herzen stark zu sein. Yesterday I had an evening together with Debbie alone. Yay. Gestern hatte ich einen Abend nur mit Debbie allein. Yay. We went to a nice bar, had some good, Wir waren in einer netten Bar, haben gut gegessen some nice time together. und hatten eine schöne Zeit zusammen. And we were talking about something in my life. Wir sprachen über etwas in meinem Leben. And Debbie said to me, Und Debbie sagte zu mir, I swear to you, if you die before me, I will give your body to science. ich schwöre dir, wenn du vor mir stirbst, werde ich deinen Körper der Wissenschaft geben. You are not a normal human being. Du bist kein normaler Mensch. She said, I want the medical scientists to be confused when they cut up your brain. Ich will, dass die medizinischen Wissenschaftler irritiert sind, wenn sie dein Gehirn anschauen. I said, sweetheart, tell them not to cut up my brain. Tell them to go to the heart. That's where they find the secret. Ich antwortete ihr, sag ihnen nicht, sie sollen sich meinem Gehirn widmen, sondern meinem Herz, denn dort finden sie das Geheimnis. She said, yeah, you always have but your heart. Sie sagte, ja, du sagst immer, es ist das Herz. But listen, Aber hör zu, I have learned an amazing secret regarding suffering, which Paul writes in this very one verse. ich habe ein herrliches Geheimnis bezüglich Leid gelernt und Paulus schreibt es in diesem einen Vers. Look, he's talking about suffering. Schau, er redet über Leiden, In prison. während er im Gefängnis ist. He said, I want you to know what happened. It has not hindered. Er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass das, was mir widerfahren ist, es nicht verhindert hat. You know, if he would stop there, Wenn er hier aufhören würde, we could assume that he simply said, wow, he was a strong man. He endured the suffering.
Wenn er hier aufhören würde, könnten wir denken, dass er stark war und das Leid erduldet hat. And even the suffering could not hinder him. Und nicht mal das Leid ihn hindern konnte. He patiently worked through it. Er hat geduldig durchgestanden. Here is one of my favorite words in the Bible, it's the word but. Doch hier steht eines meiner Lieblingswörter in der Bibel, nämlich aber. I'm sure some of you heard me teach about the divine buts. Ich bin sicher, einige von euch haben mich über die göttlichen Aber-Lehren gehört. Paul said, not only has it not hindered the preaching of the gospel, but it has helped it. Paulus sagt, dass es nicht nur die Verkündigung des Evangeliums nicht verhindert, sondern aber gefördert hat. But it helped my ministry of preaching the gospel. Aber es hat meinem Dienst, das Evangelium zu verkünden, geholfen. Paul has learned the secret to use the suffering and not simply endure it. Paulus hat das Geheimnis gelernt, das Leiden zu nutzen und es nicht einfach zu erdulden. If you can learn the secret that every single suffering can be used for a higher purpose, Wenn du dieses Geheimnis lernst, kann jedes Leiden für einen höheren Zweck verwendet werden. then you're not going to walk into suffering and through suffering depressed, frustrated. Dann wirst du Leid nicht depressiv und frustriert durchstehen Neither are you going to simply endure it. und es auch nicht einfach nur erdulden. And you're not going to say, I endured it did not hinder. Du wirst dann nicht sagen, ich habe jetzt ausgehalten, es hat nicht verhindert. You know, in this one sentence, I can see, I can feel, I can hear Paul's victory. In diesem einen Satz kann ich Paulus Sieg sehen, hören und spüren. But it helped my ministry of preaching of the gospel. Aber es hat meinen Dienst der Verkündigung des Evangeliums gefördert. See, Paul had a clear attitude. It doesn't matter what I walk through. I will use it. I will not just endure it. Paulus hatte also eindeutig die Einstellung, dass egal was er durchlebt, er es nutzen und nicht einfach nur erdulden wird. So this morning in my time with Jesus, I was thinking this thought. Heute Morgen hatte ich in meiner Zeit mit Jesus folgenden Gedanken. It's a crazy thought, but I believe it's completely true. Es ist ein verrückter Gedanke, aber ich glaube, dass er total wahr ist. Paul, in his suffering and in his imprisonment, was way more successful than in his time of ministry outside of prison. Paulus war in der Zeit seines Leidens und seiner Gefangenschaft viel erfolgreicher als in der Zeit seines Dienstes, in der er nicht im Gefängnis war. When he traveled to Corinth and preached, that none of us knows what he preached. Keiner von uns weiß, was er lehrte, als er nach Korinth reiste und dort predigte. That reached a few thousand people. Er erreichte damit ein paar tausend Menschen. But think about it. Aber überleg mal, The letters that he wrote from prison die Briefe, die er aus dem Gefängnis schrieb, have reached hundreds of millions and millions, possibly billions of people. haben Hunderte von Millionen oder Billionen Menschen erreicht. Nobody knows what he preached, but everybody still knows what he wrote while he was in prison. Keiner weiß, was er gepredigt hat, aber jeder weiß, was er geschrieben hat, als er im Gefängnis war. So, his ministry in suffering, locked up in prison, was way more powerful than his ministry in freedom. Sein Dienst während seines Leidens und seiner Gefangenschaft war also viel kraftvoller als sein Dienst in Freiheit. So he used his suffering. Er hat sein Leiden also genutzt. I have to keep talking more about this tomorrow. Ich muss morgen noch weiter darüber reden.